Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind mit dem Account von Hunrizzle Stufe 175 im Moment an Tag 3. Ja, heute ist Sonntag, der letzte Tag, an dem wir den Account noch haben dürfen. Ab Montag spielt Hunrizzle ihn wieder selbst. Und ja, dann ist quasi die Sitting-Zeit vorbei. Wir sind mittlerweile Stufe 175, wie bereits schon gesagt. Und ja, wir haben wieder noch mehr Pilze auf dem Konto. Hunrizzle hat nochmal aufgeladen. Sind jetzt wieder bei 25k. Und er hat so gesagt, wir dürfen noch so roundabout 10k circa auf dem Account hier heute am Sonntag nutzen. Das heißt, wir werden jetzt gleich auch im Stream, also wenn ihr das Video seht, dann schaut schon mal auf Twitch. Ich versuche gleich nach dem Video, so gut es geht, online zu kommen. So, was weiß ich, so zwischen ab 16 Uhr vielleicht so, keine Ahnung. Ja, und werden dann heute wieder bis 21 Uhr den Account von Hunrizzle zocken. Dann muss ich leider wieder los. Ja, mehr Zeit habe ich leider nicht, aber das hatte ich ja gesagt. Und in der Zeit schauen wir, dass wir nochmal so weit wie möglich kommen, wie es sich halt lohnt. So, ne? Wenn es sich nicht mehr lohnt, Pilze auszugeben, dann machen wir es auch nicht mehr. Aber Hunrizzle hatte gesagt, wir dürfen nochmal so auf ca. 15k runter an Pilzen und gucken, was wir bis dahin dann so schaffen. Ne? Auf jeden Fall lasst euch das nicht entgehen. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ne? Danke für den geilen Content nochmal. Ich habe es ja die Tage schon gesagt. Schaut gerne bei Hunrizzle auf dem Kanal vorbei. Dort erklärt er auch nochmal ausführlich seine Situation, warum das Ganze hier so zustande gekommen ist auf jeden Fall. Ne? Deswegen das dazu. Wir befinden uns natürlich auf EU20 und die Top-Leute hier auf dem Server, ja, haben jetzt schon fast Stufe 150 erreicht. Ja? Also wir sehen zum Beispiel einen Mr. On, der hier 247 ist als Nekromant. Wir haben hier 244er Dämonenjäger, 36er Assassine, 237er Kundschafter, ne? Und das ist hier alles ziemlich eng beieinander. Ne? Und ja, was lustig zu sehen ist, beziehungsweise man weiß ja noch nicht, wie jetzt Tag 3 enden wird. Es sind tatsächlich wieder neue Namen ganz vorne mit dabei. Hier Love von Freedom und Mr. On von Freedom sind hier ganz oben mit dabei und Lokai auch, die hier alle schon bereits über Stufe 240 sind an Tag 3. Ne, wir haben es jetzt kurz vor 15 Uhr, wo ich das Video aufnehme, kann sich natürlich noch einiges ändern heute. So ist nicht. Ne? Aber zum Beispiel Turor auf 225 und Aurikos auf 237. Ne? Die haben natürlich an Tag 1 und 2 auch extrem vorgelegt. Mal gucken, was sie heute an Tag 3 noch erreichen werden. Ich bin sehr gespannt, ob da noch was kommt, weil im Moment zumindest, ne, und das ist jetzt nur die Momentaufnahme, sind die beiden Spieler definitiv, beziehungsweise die ja, 3 Spieler hier, die über 240 sind, natürlich schon ein bisschen weiter vorne so. Das kann sich aber natürlich auch jederzeit richtig schnell ändern. Ja, und wir sind nach wie vor, glaube ich zumindest, nee, es haben sich mehr Leute schon an uns vorbeigeschlichen, die Dämonenjäger spielen. Wir waren lange Zeit auf Platz 3, also der dritthöchste Dämonenjäger. Ne? Jetzt haben wir hier natürlich hier Lorf und Trösi, die waren natürlich schon vorher vorne. Jetzt hat sich hier noch jemand dazu gesellt, und zwar der Gramphybone. Ja, der ist auch schon über 200 als Dämonenjäger. Ne? Aber mal gucken, was wir heute noch so schaffen. Deswegen, wir haben ja heute unseren Push noch vor uns. Deswegen, ja, also wir dürfen uns definitiv auch nicht verstecken mit der Leistung hier. Ich denke mal, wir sind trotzdem sehr gut vorbei. Aber man muss einfach dazu sagen, dass die Konkurrenz auf dem Server wirklich diesmal anders ist. Also das ist wirklich schon krank. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie viele Pilze wir ausgegeben haben. Wir sind hier auf Platz 50 gerade so. Ne? Und teilweise die Leute hier unten, je nachdem, welche Klasse die halt haben, die haben vielleicht sogar noch mehr ausgegeben. Ne? Vielleicht auch weniger, aber manche spielen halt eben Klassen, die halt eben nicht so krass pushen, so zum Beispiel hier der M-Key. Der M-Key hatte hier eine Klasse gehabt, Stufe 125 als Battle Mage, so, ne? Deswegen, das sind auf jeden Fall auch Ebenen, wo man definitiv Respekt zollen muss, dass das Ganze hier wirklich, ja, oder hier scharf 140, ne, als Battle Mage. Wir können ja mal nochmal in den Webshop reinschauen. Da haben wir nochmal die Statistiken von Tag 2 zumindest. Ne, das Ganze wird ja immer so gegen, was weiß ich, 2 Uhr oder was weiß ich, irgendwie so aktualisiert. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Deswegen die Webshop-Rangliste, die hängt ein bisschen hinterher.
ne? Aber nicht davon irritieren lassen. So, hier haben wir erstmal die Rangliste geordnet nach Level und Klasse generell auf EU20. Ne? Wie gesagt, Stand, glaube ich, irgendwie 1, 2 Uhr morgens von heute. Ne? Ihr seht ja, die Level sind schon wieder ein bisschen weiter gepusht worden. Ne? Und da haben wir hier Mr. On, Lorf, Lukai, Aurikos Turo, der Gerät, Deadelize, ABG, Cem, Frieren, Tom Brady und so weiter. Ne? Also auf jeden Fall hier sehr, sehr viele starke Leute hier ganz weit oben mit dabei. Wenn wir das Ganze mal nach den Attributen ordnen, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Da sehen wir dann wiederum, dass Aurikos auf Platz 1 ist. Ja, ein bisschen abgeschlagen von den anderen Leuten. Also Stat-Punkt technisch, er hat noch die Nase vorn. Das heißt, er könnte theoretisch wahrscheinlich auch noch ein bisschen pushen. Ja, also ich denke mal, da ist auch noch Potenzial da. Er hat ja auch hiermit als erstes den Arena-Manager gecleart, beziehungsweise nicht gecleart, freigeschaltet und so. Er hatte ja an Tag 1 schon einen gewissen Vorteil anderen Spielern gegenüber. Deswegen denke ich mal nicht, dass er den aus der Hand geben wird. Ne? Ja, wenn wir mal zu den Gilden schauen, haben wir momentan an Durchschnittslevel hier Imbiss auf 126 vom Level her, Freedom 115. Imbiss hat sich ein bisschen abgesetzt, Freedom war noch ein bisschen näher dran, glaube ich, gestern an Imbiss. Die haben heute ein bisschen weiter die Nase vorn, aber ich hatte auch mit Capso geredet, die haben auch viele Klassen in der Gilde, die halt nicht zum Serverstart-Push so krass geeignet sind. Deswegen ja, hat das vielleicht auch ein bisschen damit mit der Klassenverteilung der Gilden zu tun. Man hat ja hier diese Klassenverteilung auf dem Server, man müsste mal noch so eine Klassenverteilung innerhalb der Gilde machen, das wäre noch richtig geil, dass man da auch Unterschied beziehungsweise gucken kann, wie dort hier diese Statistik so ist innerhalb der Gilde. Ne, dann hat man da auch nochmal einen etwas besseren Überblick, aber ja, das ist erstmal so die Übersicht von dem Server hier generell. Ne, WorldGuard 95 und wir hier mit den Gem Miners auf 90. Ne? Danach nimmt es dann ein bisschen ab, was das Level angeht. Aber ja, so sieht das Ganze momentan im Moment aus. Wenn wir die Klassen nochmal kurz durchgehen wollen, an Tag 2 von dem Leveln her, das ist ja das, worauf es jetzt so mehr oder weniger ankommt, dann haben wir hier auch Dieseldirk nach wie vor mit dem Krieger 142, El Crancho auf 124. Safaya 124 und Yusu auf 123. Ich denke mal, das sind so auf jeden Fall die Top-Anwärter für die Kriegerklasse, was ja wiederum halt eben auch relativ schwer zum Pushen ist. Ne? Dann sehen wir jetzt zum Beispiel Frieren auf 219 mit dem Magier, das ist dann schon vielleicht ein bisschen was anderes. Ansonsten, ja, Gotja, Kovat, Yakito, ne, haben wir hier auf im 120er, 130er Bereich auf jeden Fall. Ne? Bei den Mages, die Kundis, da sieht man schon, da sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die mehr gepusht haben, beziehungsweise die besser pushen können, vielleicht durch die Klasse auch. Ne? Aurikos, Turor, Cebu, Grill Royal, Kasperlkopf, Bau der Karte. Ja, und wenn wir weitergehen, dann haben wir hier den Assassinen, ne, mit Lukai, der Gerät, Cem, Tom Brady, Sissy, Sora, Xenon hier auf den ersten Rängen vertreten. Ne, da sieht man auch so die ersten 5 auf jeden Fall, mit ein bisschen Abstand zumindest, ne, aber das kann sich im Verlauf des Tages natürlich alles noch ändern. Wie gesagt, die Statistik ist von heute Nacht irgendwann. Dann sehen wir bei den Kampfmagiern, sieht man hier halt eben das Problem, was ich angesprochen hatte. Das ist halt eben das Ding. Hier haben wir halt eben einfach das Problem, dass der Kampfmagier halt zu dem Serverstart nicht so gut performt wie andere Klassen und diesbezüglich auch nicht so viele Level hier abreißen kann. Aber da steckt jetzt nicht unbedingt weniger Geld drin oder es hat damit zu tun, dass die Spieler schlechter sind oder so. Das ist einfach die Klasse, ne, die halt einfach nicht mehr einem bietet. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten Spieler hier oben auch wirklich versuchen, jeden Prozent rauszuquetschen aus dem Char, ne? Aber es halt einfach dann eben nicht viel mehr möglich ist mit der Klasse halt einfach. Ne? Sieht man halt direkt den Unterschied zu den Berserkern, wo dann wiederum ein paar Level mehr möglich sind, wo ich sagen muss, dass hier auch um Stand 2 Uhr morgens irgendwann nach Tag 2 auch nur eine auf 216 war und danach hier auch ja, ein bisschen ein Level-Spike zu sehen ist. Ne? Lorf und Rössi haben wir hier gehabt, beide auf Platz, beide 1 und 2, beide so über 200, so. Hier waren wir noch auf Platz 3 gewesen noch, jetzt wurden wir mittlerweile überholt. Wie gesagt, mal gucken, was wir heute damit anstellen können. Ne, Bahamas Woe haben wir hier relativ, ja, sag ich mal, alleine gerade auf, ja, im Druidenbereich zumindest,
Mal gucken, was Masked Man noch macht. Er wollte ja auch irgendwie, glaube ich, ein Battle machen. Ne? Halo hier auf Platz 2 gerade. Ne? Also mal gucken, was hier auf dem Server mit dem Druiden so passiert. Ne? Dann haben wir bei den Baden, ja, 139 der erste momentan, ne, also zum Standpunkt heute 2 Uhr circa. Ne. Hirin hier auf Platz 2 und Hachi auf Platz 3. Dann Tütensuppe auf der 4 hier, ja, und dann Tuni hier auf der 5. Ne. Und dann der Necro, auch wieder eine etwas bessere Klasse zum Pushen. Haben wir hier 5 Leute, die jetzt mittlerweile schon über 200 sind mit der Klasse, also ist auch nicht verkehrt. Ne? Also die ist aber auch sehr beliebt halt eben zum Serverstart Push. Und dann noch die meistgewählte Klasse auf dem Server hier, der Paladin. Ne? Da haben wir hier auch nur in Anführungsstrichen 2, die über 200 sind zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann flacht das Ganze hier auch ein bisschen ab. Ne? Aber die sind natürlich trotzdem hier, da steckt natürlich trotzdem auch wahrscheinlich viel Geld drin, so, ne? Muss man auch sagen. Ne? Aber ja, da lassen sich auf jeden Fall 2 Leute hier nichts nehmen und wollen hier den Rekord auf jeden Fall holen. Ja, Freunde, das auf jeden Fall so zur ja, Bilanz von EU20. Wir haben hier jetzt momentan gerade 27.000 Spieler auf dem Server, 28.000, ne? Also es nimmt auf jeden Fall zu. Und ja, wenn ihr den finalen Push nicht verpassen wollt, schaut heute sehr gerne auf Twitch vorbei. Bis 21 Uhr bin ich live. Und bis dahin war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.